Okay, heute ist der 21. Oktober 2025. Es geht weiter mit dem Talmud Immanuel, Kapitel 4. Und zwar lautet das Kapitel Immanuels Arcanum, was so viel bedeutet wie ein Geheimnis vor den Augen der Profanen. Und viele Dinge musst du ja auch geheim, hast du entweder versprochen oder warum hältst du viele Sachen geheim oder sprichst nicht darüber? Aus dem Grund raus, weil es nicht gut ist für die Leute, wenn sie das wissen. Ganz einfach. Man sagt auch dir nicht alles, wenn man etwas nicht sagen will, wo für dich nicht gut ist, wo du dich vielleicht hintersinnen oder sonst irgendetwas machst, wo nicht in der Ordnung ist, wo Angst erzeugen tut in dir und so weiter und so fort. Und dann wird gegenüber dir einfach geschwiegen. Und das ist allgemein so, das halt auch ich so, und das hat das Vater schon so gehalten, hat er gesagt, über das und dieses und jenes musst du schweigen. Ja, ich frage das deswegen, ich verstehe das schon gut mittlerweile, weil du mir halt auch mal was gesagt hattest, wo ich dann auch drüber schweigen soll, und da halte ich mich auch dran, was aber eben ein Ereignis in der Zukunft ist, was nicht schön sein wird für die Menschheit, und wo ich dann auch anfing, da immer wieder drüber nachzudenken, bis ich dann irgendwann entschieden habe, ja, das bringt mich nicht weiter, und das verursacht nur Stress im Grunde. Ja. Und daher habe ich dann angefangen, darüber nachzudenken und zu akzeptieren, das wird halt passieren. Ja, oder und eben Angst. Weißt du, ja. wo, wenn du etwas sagst zum Voraus, was passieren wird, Angst erzeugen tust, und dann kommt es schlimmer raus, als wenn du schweigen tust. Ja. Oder? Weil man es sowieso nicht vermeiden kann. Ja. Und dann wird's noch schlimmer, weil sie es versuchen zu vermeiden. Weil die Angst hat Tendenz, dass der Mensch etwas versucht zu machen dagegen, und er macht in der Regel genau das Verkehrte. Ja. Und dann wird's noch schlimmer als das, was eigentlich sollte sein. Ja. Jetzt wieder so ein bisschen des Teufels Advokatenrolle. Ja. Im Falle von Sadat hattest du ja ihn gewarnt. Und Semjase sagte noch vorher, das wird nichts ändern. Und du hattest dann gesagt, ich möchte es trotzdem versuchen. Ja. Also, wenn er sich geändert hätte, wäre das ja vermieden. Dann wäre es vermieden worden, aber man hat dann genau das Verkehrte gemacht. Ja. Das ist das, wo du musst rechnen damit automatisch, dass wenn du einem Menschen etwas sagst, er tut Hirn dran rum, er hat Angst oder sonst irgendetwas, wo aufkommt, und dann handelt er aus dem raus und meint, er macht es richtig, er macht aber dann genau das Verkehrte. Ja. Das ist leider so. Darum auch in den Berichten, in den Kontaktberichten Pünktchen machen. Ja, was sehr häufig vor allem in den letzten Kontaktberichten immer. Ja, auch einmal, da hat's, wenn ich dann fertig bin, wenn alles diktiert ist, hat's verschiedene Orte wieder Pünktchen drin. Ja. Weil da kannst du nicht verantworten, dass du es sagen tust. Weil ja, es führt zu mehr Problemen. Es gibt noch mehr Probleme. Es wird noch gefährlicher und so weiter und so fort. Ja. Gut. Okay. Das ist leider so beim Erling. Weil wenn du dann noch etwas sagst, dann fängt er an Hirnen. Aber weil er nicht logisch
überlegen tut, die Religion, der Glauben ist im Hintergrund, oder? Und der spielt immer eine Rolle. Und der tut das erst recht verteufeln. Oder es muss nicht unbedingt gerade die Religion sein, es muss einfach sonst der weltliche Glaube sein, oder? Auch der weltliche Glaube tut Sachen auslösen, wo nicht richtig sind, genau wie der religiöse Glaube. Oder? Ja. Wo der Mensch dran rumhirnen tut, an seinem Glauben rum. Und dann meint, ich mache das ja schon richtig, aber es ist ja genau das Verkehrte. Ja. Auch in manchen Situationen, wo du hast mir halt auch schon mal gesagt, dass gerade Mächtige in der Regel einfach so weitermachen Genau. wie bisher, obwohl sie dann jetzt vielleicht Swart oder Astrid gesehen haben und auch ihnen klar war, dass das eine Person ist, die nicht von diesem Planeten ist, haben sie trotzdem ihr Denken nicht irgendwie geändert. Nicht aufgegeben, nicht geändert, nicht gelernt daraus raus, im alten Stil einfach weitergefahren. Ja. Was? Sie bringen das siehst du, zum Beispiel, was wir da ein riesiges Problem haben, oder? Es wird im genau gleichen Rahmen dort weitergefahren, obwohl du sagen tust, es ist besser, man muss es so und so machen und so weiter und so fort. Du hast ja mir den Brief jetzt korrigiert, den ich da letztens geschrieben habe. Du hast gesehen, was geschrieben worden ist, man macht aber genau das Verkehrte. Ja. Oder? Ja. Man akzeptiert das, was man sagt, nicht, sondern man tut im gleichen Ding weiterhirnen, weiterfahren, weiterdenken, weiter sich verhalten und so weiter und so fort, statt dass man das ändern tut und es richtig sieht und es richtig macht. Ja, der Grund dafür ist, also offensichtlich natürlich Sturheit, aber es ist Ego, nicht wahr? Das ist überall dahinter. Überall ist das Ego dahinter, ist überhaupt die Sturheit dahinter. Ja. Sie erkennen, der Mensch erkennt das nicht als Sturheit, aber es ist Sturheit. Sturheit tut man ja definieren als das, dass man genau gleich das machen tut, was nicht richtig ist, dass man also im Gleichen weiterfahren tut, wo man bisher gemacht hat. Ja. Das kannst du nicht ändern, das ist einfach so. Das muss aber der Mensch lernen. Der einzelne Mensch muss lernen, seine Sturheit abzulegen. Und das ist verteufelt schwer für ihn. Ja. Der Buddha soll gesagt haben, nichts ist mächtiger als eine Gewohnheit. Ja. Und vor allen Dingen eine schlechte Gewohnheit. Ja. Oder was der Leonardo da Vinci gesagt hat, was ich jetzt gerade heute Morgen rausgenommen habe. Viele Menschen denken nicht und machen dabei Fehler. Noch und nöcher. Sie denken nicht über das nach, was man ihnen sagt und fahren also weiter in dem. Sie sind stur. Ja, flexibel denken zu können, ohne jetzt opportunistisch zu sein, da ändert sich ja die Struktur im Gehirn. Also die Neuronenbahnen ändern sich ja. Und das kostet halt viel Energie. Das kostet einerseits einen Haufen Energie und nebst der Energie braucht's auch Kraft. Oder die Energie hat Kraft in sich und die brauchst du eben auch. Du brauchst beide zusammen. Energie und Kraft, das sind zwei verschiedene Sachen. Oder? Die Energie nützt dir nichts, wenn die Kraft nicht dabei ist. Oder? Und wenn du etwas hast, wo du ochsen tust, gedanklich ochsen tust dran rum, denken tust dran rum, oder? Allein das Denken braucht Energie.
Oder? Aber dann das Machen, das Ändern, das braucht Kraft. Wie habe ich mir, also mit der Energie kann ich mir gut vorstellen. Ne? Das sind eben Impulse, die im Gehirn laufen, elektromagnetische Impulse oder elektrische Impulse. Und die müssen sich jetzt einen anderen Weg finden. Ja. Genauso, als wenn man eine Straße umleitet oder so, ist auch schwierig, dann dem Verkehr das klar zu machen. Ja. nimmst du einfach einen Motor, der schaffen, der schafft Energie. Ja. Oder? Aber, dass zum Beispiel der Motor vom Auto, das Auto laufen tut, dann nützt die Energie alleine nicht, wenn nicht Kraft kommt, wo die Räder drehen tut. Oder? Energie braucht immer eine Kraft. Energie alleine nützt gar nichts. Aber über das wird wieder in der Wissenschaft geredet. Es wird nicht in der Schule gelehrt. Und überhaupt nicht. Der Mensch denkt gar nicht an das. Dass Energie auch Kraft braucht. Ohne Energie, nur eine bloße Energie nützt nichts. Es braucht auch Kraft. Schau mal die Lampe an. Alleine die Energie nützt nichts, wenn die Kraft nicht da ist. Wie will sie dann leuchten, die Lampe leuchten, ohne Kraft? Beim Menschen kommt die Kraft dann vom Willen oder wo kommt das her? Wie kann man Ja, das? da kannst du sagen, der Mensch tut durch seinen Willen Kraft mobilisieren und anwenden, verwenden. Oder wenn du einen Gedanken hast, der Gedanke läuft, das ist Energie. Aber das Umsetzen vom Gedanken, das braucht Kraft. Ja. Der Kugelschreiber, den du hast zum Schreiben, der nützt dir nichts, der hat einen Haufen Energie, hat der drin. Erst wenn du Kraft anwendest. Das heisst, wenn du schreibst damit, dann kommt der Buchstabenstand. Ja. Anders geht's leider nicht. Kann ich nicht ändern. Das ist Ja. der Lauf von der Natur, von der Schöpfung. Ja. Ja, das macht's dann, so habe ich das noch nie gesehen. Da bedarf es halt eben Energie und Kraft, Ja, um genau. etwas zu ändern. Für alles und jedes. Ja. Für alles und jedes ist Energie und Kraft. Beides trennen kannst du nicht. Gut. Ja, danke. Also in dem Text lautet es dann, das ist Seite 45, er ward dann aber abgesetzet von den Ehernen, in Klammern metallenen Lichte zwischen Nord und West, wo die Wächterengel oder Wächterboten Schnüre, das heißt Richtlinien, empfanget habeten, also sie damit den Ort, das heißt den Wissens- und Bewusstseinsstand der Ausgewählten, für die Ausgewählten messeten, Ausgewählte, die für wichtige Aufgaben bestimmt wurden. Also wurde dort, also der Satz davor lautet noch, Jemanuel ward von der Erde aufgehobetet und keiner wusste, wohin er aufgehobet ward und also was ihm auch widerfahret ward. Also diese 40 Tage oder wie auch immer er dort verschwunden war. Was ist, Eben, das sind einfach, man sagt ja einfach die weit hergereisten. Ja. Oder? Das sind seine gekommen, die von anderen Planeten gekommen sind, von anderen Sonnensystemen oder mit dem immer willst du sagen. Es heisst einfach weit hergereiste. Ja. Oder? Aber hier eben Ausgewählte, die für wichtige Aufgaben bestimmt wurden. Ja, genau.
Und was für das gsi sind, wer das gsi ist und was für das genau gsi sind, das weiß ich auch nicht. Es sind jedenfalls nicht Plejaren gsi, also die Früheniger, sie haben sich nie Plejaren genannt, das ist durch diesen Zweig gekommen, oder Rang gekommen, wo da gekommen sind in der Nähe 500 Lichtjahre von der Gestirn, von den Plejaden weg. Darum hat man die Plejaren genannt. Ja. Oder sind genannt worden, dann Ja. Plejaren. Ja. Oder? Zuerst hat man ja gesagt Plejaden, oder, weil man gewusst hat, es kommt einige Leute da auf der Erde, die sagen, sie hätten da Kontakt mit den Plejadier und so weiter und so fort, oder? Ja. Und da hat man von Anfang an hat man einfach gesagt Plejaden, Plejadier und so weiter und so fort, obwohl sie eigentlich den Namen Plejaren brauchen. Ja. Oder? Und es ist tatsächlich so rausgekommen, es hat rund um die Welt herum Leute gehabt, die behauptet haben, plötzlich, sie hätten Kontakt mit den Plejaden. Oder? Ja, so ist sie aufgekommen. So ist es tatsächlich dann gekommen. Ja. Und darum hat man das angefangen, und dass man die Schwindler hat können ausschauben, hat man dann angefangen so reden, wie sie getauft worden sind, also genannt worden sind von Erling, wie soll ich sagen, wo es richtig, den richtigen Namen haben wollen brauchen. Ja, aber dann war Emanuel mit den weit hergereisten hier zusammen. Ja, oder? aber was für das gsi sind, das weiss ich nicht. Ah, okay. Also ist er auch nicht nur von den Plejaren belehrt worden? Nein. Er ist von den anderen, von den weit hergereisten, aber welche das gsi sind, das weiss ich nicht. Ist von denen belehrt worden, ein Stück weit und ein Stück weit von denen und ein Stück weit von denen. Es ist von Anfang an ein Serve gsi, was der Nokodemion gelehrt hat. Er ist ja aus der Ebene Arahat, Atersata, ist er zurückgeschickt worden in die materielle Welt. Und das ist im Ankar-Parallel-Universum passiert. Also in einem von diesen 7 Universen von unserer Schöpfung. Ja. Und da hat's geheissen, dass das soll verbreitet werden in sämtlichen Universen, also in sämtlichen Paralleluniversen von der Schöpfung. Es ist aber da in unserem Sternuniversum ist es immer abverhängt. Es ist nicht gemacht worden. Es ist das und dieses und jenes daraus entstanden, aber nicht das gelehrt worden, wirklich, was der Nokodemion gelehrt hat. Oder? Es sind dann schlussendlich Religionen entstanden und so weiter und so fort. Und da hat sich das falsch verbreitet, mit falscher Lehre und so weiter und so fort. Das Götterwesen geht raus und weiss ich was alles. Oder? Das hat rein gar nichts zu tun gehabt mit dem, was der Immanuel dann gebracht hat, was er wirklich dann via andere erfahren hat und via Plejaren erfahren hat, wo er dann schlussendlich gebracht hat. Und die Lehre läuft auf das raus, dass der Mensch soll wahrlich ein Mensch werden und nur auf friedlicher Basis soll leben und so weiter und so fort. Das ist eigentlich die Lehre vom Nokodemion. Und das ist das, was die Immanuel wirklich gelehrt hat. Und das hat ungeheuer vielen Menschen dort unten nicht gepasst. Oder?
Das sind zu der Zeit, wo er dort gelebt hat, es sind nicht nur die alten Hebräer dort gewesen, oder die neuen Hebräer, oder wie denen willst du sagen. Und dann zusätzlich noch die Römer, oder? Und das hat sowieso nicht zusammen harmoniert und dann schlussendlich hat es getatscht. Oder? Ja. Das hat aber nichts zu tun gehabt, eigentlich mit den Plejaren und so weiter und so fort. Es ist einfach ein Teil davon ist übernommen worden von der Lehre vom Nokodemion, aber es ist alles verdreht worden. Ja. Oder? Du schreibst dir dann in der Erklärung, ich lese da mal einfach ein bisschen vor. Jemanuel wurde das ist gleich anschließend, Jemanuel wurde in einem plejarischen Strahlschiff mitgenommen und in ein großes Raumschiff gebracht, das hoch über der Erde und über unbestimmten Orten zwischen Nord und West im Orbit der Erde schwebte. Dort wurde er durch große Weise weise Männer, ne, oder Menschen, im Auftrag des Ishwish belehrt. Das aber geschah auch durch Wächterengel oder Wächterboten während einer Reihe von Tagen. Jemanuels Reise in einem Strahlschiff führte ihn jedoch nicht nur rund um die Erde und zu irdischen Orten sowie ins Raumschiff, sondern auch ins Sonnensystem zu allen Sol-Systemplaneten und deren Monden hinaus und so weiter. Und dann der 10. Satz lautet aus dem Talmud Jemanuel in dem Kapitel: Dort sah er die ersten Väter, in Klammern Urväter, also die Heiligen, in Klammern Weisen, kontrollierenden, Ehrwürdigen, von uralter Zeit, die da waren die weisen Väter, in Klammern Zeuger, der neuen irdischen Menschengeschlechter, die uralten Himmelssöhne, die zu früher Zeit in der Vergangenheit mit wilden irdischen Weibern neue irdische Menschengeschlechter, spätere Urmenschen, also frühe Homo sapiens, gezeugt habeten. Genau, und dann noch weiter in der Erklärung, in der nächsten dann: Vom Raumschiff aus wurde Jemanuel mit einem Strahlschiff in den Norden der Erde an einen Ort namens Hyperborea gebracht. An diesem Ort führten die weit hergereisten aus den Tiefen des Weltenraumes eine große Station, und dort wurde Jemanuel weiter unterrichtet und ihm das Arkanum, Geheimnis des Wissens und der Weisheit offenbart. Also da waren auf der einen Seite die Plejaren und auf der anderen Seite die weit hergereisten. Weit hergereisten, ja. Und die weit hergereisten waren in diesem Ort Hyperborea. Ja, das sind Gruppen gewesen, oder Gruppierungen, ja, anders kann man nicht sagen. Es sind verschiedene Planeten weit hergereist gewesen. Die einen sind da, die anderen dort gewesen, und die einen haben Verbindungen gehabt zu Sebnen und jenen und so weiter und so fort. Und der Immanuel ist von einer Gruppe, man hat hier gesagt, entführt worden. Es ist eigentlich nicht eine Entführung, sondern es ist eine Sache gewesen, eine bestimmte Sache, wo man hat wollen, wegen der Belehrung und so weiter und so fort, wo er hergebracht worden ist und belehrt worden ist und nachher wieder retour gebracht worden ist. Es ist also nicht so, dass eine Entführung stattgefunden hat. Ja. Man hat das einfach dort mal sehr wegen interpretiert gehabt, oder? Ja. Und das ist geblieben bis in die heutige Zeit. Ja. Ja, das war sicherlich freiwillig, dass er da mitgegangen ist. Dann es ist ja im Immanuel sein Interesse gewesen, das und dieses und jenes noch zu erfahren, wo er ja nicht gewusst hat, wo ihm voran nicht gelernt ist, wo er im Lauf vom Leben dann eben gelernt hat. Ja. Wie es normalerweise laufen tut. Ja.
Weißt du, wo dieser Ort Hyperborea, Weiß ich nicht. weißt du nicht. Dann geht's weiter, dass sie mit den großen Sichtschirmen. Ach so, ja, mit dem Zeugen der Menschen, der neue irdische Menschengeschichte. Das muss aber weit zurückliegen, weil das war ja Das ist weit retour. Du musst denken, das, was auf der Erde entstanden ist an Menschen oder Menschenähnlichen oder mit denen ihnen, wo ich sagen, Urmenschen oder Erstmenschen oder eben egal mit denen, wo ich sagen, die sind effektiv ausgerottet worden. Von denen, die sollten gedacht haben oder ins Denken gekommen sind, die bewusst haben können anfangen, das und dieses und jenes überlegen, ist passiert, genau wie es heute passiert. Diejenigen, die mehr wissen, werden umgeleitet, oder diejenigen, die mehr können, werden umgeleitet und so weiter und so fort. Und das ist zu alter Zeit sehr gemacht worden. Das sind, was auch heute noch gemacht wird, solche, die da oben minder bemittelt sind, werden benachteiligt oder aus der Welt geschaffen und so weiter und so fort. Sie sind also regelrecht ausgerottet worden, bis auf wenige, sehr wenige Gruppen da und dort, wo heute noch in Erscheinung treten, wo man kann anweisen kann, dass die noch existieren, aber man weiss nicht wo sie sich verstecken oder verschanzen oder wo sie leben, oder? Man hört schon hier und da mal, man hat dort etwas gesehen oder man hat es sogar fotografieren können mit der Technik, die man hat heutzutage und so weiter und so fort. Aber es ist eigentlich eine Sache, wo wie soll ich dir sagen, wo für den normalen Mensch, für den Homo sapiens sapiens, wie er heute genannt wird, also der höhere Mensch, oder ist das nicht mehr nachvollziehbar. Der redet heute nur noch von Außerirdischen und so weiter und so fort. Aber das, was wirklich ist, das vergrabt er tief, tief, tief. Ja. Also die Menschen, die auf natürlich evolutionäre Art auf dem Planeten entstanden sind, die sind ausgerottet worden. Die sind effektiv bis auf ein paar wenige Gruppen ausgerottet worden, richtig gehend ausgerottet worden, wie man Tiere ausrotten tut, wie man zum Beispiel Wölfe ausrotten, wo man nicht darüber nachdenken tut, wieso gibt es so viele Wölfe, oder? Yeah. Die ganzen Hintergründe und so weiter und so fort. Man macht sich keine Gedanken darüber, oder der Mensch von heute macht sich keine Gedanken darüber. Er nimmt das einfach in Kauf, er schnurrt den anderen an, was soll passieren? Ausrotten. Ja. Oder? Was einem Menschen nicht passt, lässt er einfach verschwinden von der Bildfläche. Er macht sich keine Gedanken darum, wie, was, wo und wann und warum. Ja. War diese Gruppe, die du mit Swart im Urwald besucht hast und wo ihr auch ein paar Monate gelebt habt, ist das noch so eine Gruppierung, die auf das sind noch einige Nachkommen von den Nachkommen. Ja, du weißt also Nachfahren von den Vorfahren. Ja. Ja. Weil diese natürliche Entwicklung Mensch, die geht ja schon ein paar Millionen Jahre Richtig. zurück, ne? Also wenn in Dokumentarfilmen im Fernsehen gesagt wird, die Menschheit existiert seit 100.000 Jahren, ist das ein glatter das hat Buch. Etwa vor 45, 50 Millionen Jahren hat es angefangen. Ja. Hat sich angefangen, der Mensch entwickeln aus dem
aus dem raus, was die Erde hervorgebracht hat. Also wirkliche Erdenmenschen. Das, was heute ist, der Homo sapiens sapiens, der ist nicht da auf der Welt geschaffen worden oder entstanden und so weiter, Ja. sondern er ist heutzutage nur noch Nachfahren von den Vorfahren von den weit hergereisten. Ja.